Hallo liebe Finnland-Freunde und Skandinavien-Fans. Nach all den schwierigen Themen in der letzten Zeit gibt es heute mal wieder ein entspanntes Video. Finnland, Herbstimpressionen und weiter geht's. Viel Spaß dabei. Ich bin mal wieder hier in meiner Umgebung unterwegs in Aulanko, Hämeenlinna, und ich finde es einfach toll. Warum ich so außer Atem bin? Ja, guckt euch die Treppe mal an. Ja, ich persönlich finde ja nach wie vor das immer noch ein lohnenswertes Ausflugsziel. Um Aulanko geht es heute aber nicht, sondern um herbstliche Impressionen in Finnland. Und ja, auch wenn die Sonne hier immer noch ein bisschen fehlt, herbstlich ist es schon und gelb und bunt auch. Und ich zeige euch einfach jetzt mal ein paar Bilder aus der Umgebung, wie es hier so ist. Und ich wünsche euch einfach viel Freude und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei, Finnland zu erleben. Okay, viel Spaß und bis dann, euer Micha. Ciao, ciao. Das Scandic Hotel in Aulanko, Hämeenlinna. Ja, ich selbst habe ja schon mal in einem Scandic Hotel hier in Finnland gearbeitet und kenne das Konzept ganz gut. Und ich finde dieses hier in Aulanko am Park, am Fuße des Parks hier gelegen, wo man auch wandern kann, finde ich ganz gut. Und ja, das hat so ein bisschen 70, 80er Jahre Style, aber insgesamt finde ich das doch ganz prima. So, von hier aus kann man natürlich die ganzen Wanderwege erreichen. Hier vorne ist eine Golfanlage, kannst du Golf spielen, gleich vor der Tür. Und natürlich gibt es auch Sportanlagen hier und Aulanko Arena. Nicht nur, dass hier alle Freizeitmöglichkeiten direkt vor der Tür sind, große Parks, Wanderwege, Aussichtsplattformen, Golfspielen, alles das ist hier direkt am Fuße des Hotels. Nein, gibt es auch noch einen Reiterhof und direkt hier in der Nähe und den See. Also ich finde, das ist ein tolles Ausflugsziel, gerade wenn man aus Deutschland hier anreist. Das ist nicht zu weit weg von Helsinki. Wenn du hier mit der Fähre ankommst, ist das ganz gut am Anreisetag machbar und finde ich ganz schön. Ja, sind auch viele Jogger hier unterwegs. Wie gesagt, hier ist das Hotel und gleich hier ist der Reiterhof. Da gibt es halt viele Möglichkeiten für Anfänger bis erfahrene Reiter. Gibt es hier Angebote und da kann man geführte Reittouren machen oder auch sich hier so ein bisschen führen lassen. Ich kenne mich hier nicht aus. Auf jeden Fall ist es hier wunderschön. Es riecht herrlich nach Pferd. Hallihallo. Na. Und ja, also ich denke mal,
Das ist wohl eine ganz gute Idee, hier am Fuße des Sees ein bisschen dem Reitsport nachzugehen. Ah, ganz schön matschig hier im Herbst. Guck mal, die beiden hier, sind die nicht süß? Oh. Ja, euch schmeckt's, ne? Ja, Reitsport, Wanderwege, Joggingrunden. Da steht einem schönen Natururlaub nichts mehr im Wege. Schöne Pferde, das sieht alles sehr gut aus hier. Toll, einfach klasse. Moin. Ja, Finnland hat einiges zu bieten. Ja, wenn du nach Finnland kommst und Urlaub machen willst, hast du alle Möglichkeiten. Du kannst aktiv Urlaub machen, in der Natur, draußen wandern. Du kannst Städtereisen machen, tolle Unterkünfte nutzen und dir vielleicht ein Möcki mieten. Das kriegt man schon so um die 400 Euro oder was in der Woche, musst du rechnen. So ein Möcki ist allerdings natürlich keine große Sache, sondern eher so 40, 45 Quadratmeter groß und manchmal sogar ohne Strom und Wasser. Die meisten haben wenigstens natürlich so Solarpaneele drauf, dass man da das Handy aufladen kann oder sowas. Und wenn es keinen Wasseranschluss gibt, was ja auch manchmal sein kann, ja, dann wird das Wasser eben aus dem nahegelegenen See geholt, der meistens sogar Trinkwasserqualität hat, und dann wird das in der Sauna in so einem großen Becken erhitzt und dann hast du da dein Wasser. Ne? Trinkwasser kriegst du an jeder Tankstelle, nimmst einen Kanister mit oder kaufst dir ein paar Flaschen, wenn du magst, und da kann man einfach mal eine Woche in der Natur abschalten, und Möcki mieten finde ich eine interessante Sache. Ja, wenn du Möcki haben möchtest, wo man auch im Winter wohnen kann, dann musst du darauf achten, dass es gesondert ausgezeichnet ist. Ich meine, wenn du bei Booking.com und Co. unterwegs bist und für einen Urlaub was buchst, dann ist das wohl klar, dass das im Winter auch nur angeboten wird, wenn das da bewohnbar ist. Aber wenn du Möcki kaufen möchtest, ist das schon eine wichtige Sache, wo man darauf achten muss. Und so ein Möcki oder ein Haus ist nicht teuer. Kommt auch immer darauf an, wo das ist. Umso weiter du von Helsinki wegfährst, umso günstiger wird das Ganze natürlich. Und Burkhard zum Beispiel ist Rentner oder fast Rentner und möchte seinen Lebensabend in Finnland verbringen und fragt mich, wie weit er denn kommt. Ja, wenn er hier ein Haus kauft, was ganzjährig bewohnbar ist, so um die knappe 100.000 Euro herum.
Ja, da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also wenn das ein bisschen ländlicher ist, in unbekannteren Städten, ist das wohl ein bisschen günstiger. Und auch ein Möcki kannst du für den Preis kriegen. Kriegst du ja schon ein ganz gutes Möcki. Und musst dann aber wirklich darauf achten, dass es winterfest ist. Das ist zum einen, liegt das an der Isolierung. Ist es isoliert oder nicht? Zum Zweiten ist eine Heizung installiert, dass eventuell Wasserleitungen und Co. im Winter dort nicht einfrieren. Und sind die Wasserleitungen, wenn sie vorhanden sind, überhaupt so verlegt, dass sie den Frost aushalten? Ne, weil es gibt ja auch viele Beispiele, wo dann einfach vorm Winter die Möckis winterfest gemacht werden. Das heißt, da wird Wasser aus den Leitungen gelassen, das Wasser abgestellt, wenn denn Leitungen überhaupt vorhanden sind. Und somit ist es dann natürlich nicht nutzbar im Winter. Und es gibt aber viele Sommerhäuschen, Möckis, wie auch immer man sagen will, wo man ganzjährig wohnen kann. Und aus meiner Sicht, wenn ich immer so durch Finnland schleiche und in Finnland spazieren gehe oder auf Suche nach neuen Gebieten oder Themen bin, sehe ich immer wieder Gebiete, wo diese typischen Holzhäuser stehen, in roten oder blauen, gelben Farben. Und ich frage mich dann immer, wenn das irgendwo ein bisschen ländlich ist das jetzt ein Möcki, wo die dann nur im Urlaub sind, oder wohnen die ständig da? Und diese Grenzen verschwimmen hier in Finnland aus meiner Sicht immer ein bisschen. Ich sag mal, alles ist möglich, ne? Wenn das Objekt das hergibt und das Grundstück erschlossen ist, dann und dass eine Auszeichnung gibt, es gibt eine extra Auszeichnung, dass es winterfest ist, blende ich euch hier unten ein, ja, dann hast du kein Problem. Burkhard, dann kannst auch du so ein Objekt zwischen 80 und 100.000 Euro kaufen, was eigentlich als Möcki ausgezeichnet ist. Und mit ein paar Handgriffen wird das ja wohl so weit sein, dass das Ding ja noch 10, 20 Jahre hält. Ne? Ich meine, Renovierungsarbeiten kann man immer machen. Ich persönlich finde ja, dass das in Finnland, in diesen Holzhäusern, ja sogar noch einfacher ist, ne? Weil das ist alles aus Holz. Mit Holz können viele besser umgehen als steingemauerte oder so Rehgipsplatten, Trockenbau, was man aus dem Trockenbau kennt. Das ist hier so nicht so üblich, ne? Du hast innen wie außen Holz verbaut und wenn da so ein paar Bretter morsch sind, ja, dann reißt du die raus und erneuerst die Stellen oder machst mal eine Komplettrenovierung. Musst nur darauf achten und das ist auch das Wichtigste und da würde ich auch vor Ort hinfahren und das auf keinen Fall und da würde ich das auf gar keinen Fall irgendwie übers Internet kaufen, sondern vorher anschauen. Die Qualität der Wasserleitungen ist wichtig, die Art der Heizung und mein Tipp ist, eine zweite unabhängige Heizung zu haben. Also ich bin schon der Meinung, dass es in einem normalen Haus in Finnland und auch in einem Möcki als zweite Heizmöglichkeit ein Kamin drin sein muss oder wenigstens so ein Saunaofen, den du mit Holz beheizen kannst, dass du eben alternativ von Strom, Gas und Ölpreisen auch zusätzlich mit Holz heizen kannst. Und das hat auch noch einen weiteren Effekt, dass eben du dieses Finnland-Feeling hast. Ne? Und seien wir ganz ehrlich, Winter ist immer in Finnland, man redet immer so von den Jahreszeiten in Finnland, aber ganz, ganz ehrlich, der Winter ist mindestens 6 Monate lang und wenn nicht länger. Also, und wenn es eine Zeit in einem Land gibt, in dem der Winter länger als ein halbes Jahr dauert, dann brauche ich da nicht lange überlegen. Dann muss ich einen Kamin haben, dann will ich auch einen Kamin. Und das ist auch meine Vorstellung von Finnland, ne? Dass wenn du freie Zeit hast oder Rentner bist,
einfach draußen dein Holz hackst und da alles für den Winter vorbereitest und dein Essen irgendwie da einlagerst und im Herbst Beeren und Pilze sammelst und das ein bisschen wegfrierst für deine Zeit, Marmelade kochen etc., Kuchen backen und diese Sachen. Und das ist für mich Finnland. Ne? Im Moment wohnen wir auch noch in so einer Stadtwohnung, die recht großzügig ist, auch mit Sauna und so. Aber auch wir ziehen bald um oder wenigstens in nächster Zeit, im nächsten Jahr. Langfristig wollen wir auch ein bisschen ländlicher, rund um den Saimarsee, also Seenlandschaft, rund um Lappenranta und Co. Und da geht es für uns hin. Und da bin ich schon ganz gespannt. Wenn es darum geht, ein Objekt da zu suchen und wir uns einiges anschauen, nehme ich euch natürlich mit. Im Moment ist es noch nicht so weit, aber wenn, dann seid ihr dabei. So. Ja, in Finnland findest du natürlich auch immer wieder so öffentliche Grillplätze auf Wanderwegen und in der Nähe von Parkplätzen. Und ich habe jetzt auch mal ein Feuer gemacht. Holz gibt es hier auch schon. Und ja, ich genieße jetzt einfach mal den Herbst und nehme mir eine kleine Pause. Eine schöne Feuerstelle hier in Hämeenlinna und ja, in Hämeenlinna gibt es auch 9 moderne Möckis, allerdings sehr klein. Das hat so ein bisschen Kleingartencharakter, aber ich wollte sie euch trotzdem ganz gern zeigen. Ja, Möckis gibt es ja in allen unterschiedlichen Formen und Farben. Die meisten sind natürlich am See gelegen, mitten im Wald. Es gibt aber auch die neu moderne Variante, so wie das hier. Das ist ziemlich klein, aber moderne Bauweise und mit Wasserelektro ausgestattet und an die Abwasseranlage angeschlossen. Und das ist auch wieder so ein Reizthema in Finnland. Wenn du irgendwo ein Möcki kaufst oder übernimmst, dass du dann verpflichtet bist, das ans Abwasser anzuschließen. Was jahrelang beim Vorgänger überhaupt gar keine Frage war, ist beim Eigentümerwechsel dann plötzlich ein großes Thema. Ne? Also darauf achten beim Möckikauf, dass es schon ans Abwasser angeschlossen ist. Ansonsten kann es dort böse Überraschungen geben. Das kann schnell sehr teuer werden, zumal wenn die Möckis ein bisschen abgelegen sind. Das Ganze schon mal ein paar Leitungsmeter dauern kann und damit auch teurer wird. Ja, okay. So, und das ist hier das Fundament von einem der nächsten Möckis. So groß, viel größer ist das also nicht. Und hier gibt es Leitungen, Elektroleitungen und auch Wasserabwasser kann man hier sehen. Also hier an der Stelle entstehen noch ein paar dieser wunderschönen kleinen Möckis. Und ich gucke mal, wie groß das hier ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Meter mal 9 mal 3 Meter. 9, ja, vielleicht 10 bis 4 Meter, aber größer nicht. Ja, ein Fundament. Da drüben auch. Da gibt es immer gebührenden Abstand. Und ja, die sind alle gleich groß, gleiche Bauweise und so sieht das aus, ne? Ja, Burkhard, wie wär's mit so einem Ding?
Ist bestimmt auch winterfest, weiß ich nicht genau, müssen wir mal nachgucken. Klein, aber fein, würde ich sagen, ne? So ein bisschen mehr als Tiny House. Oder ist schon so Tiny House-Stil, ne? Ja. Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Sehr untypisch in Finnland. Aber auch Finnland macht ja vom Fortschritt bekanntlichermaßen nicht Halt. Und ich finde es super. Also, das ist aus Holz, ist eine tolle Bauweise. Hast du vorne so einen kleinen Bereich, wo du hinter Glas sitzen kannst. Und da vorne gibt es gleich eine Feuerstelle. Hier hinten sind Wanderwege und alles am Fuße dieses großen Parks hier Aulanko gelegen. Also ich kann mir schon vorstellen, Wochenende hier im Möcki zu verbringen. Tagsüber hier die Wanderwege abzuklappern und dann hier die Sauna anzuschmeißen. Ich glaube, das ist schon eine gute Idee. Ja, das war es mal wieder von mir. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach in die Kommentare oder eine persönliche Nachricht. Ich mache ein Video darüber und damit du dein Video oder die Antwort auf deine Frage nicht verpasst, abonniere den Kanal und stell die Glocke an, weil nur so verpasst du dann auch die Antwort auf deine Frage nicht. Ansonsten unterstützt du mich natürlich damit auch. Ich freue mich immer auf Themenvorschläge von euch und ich mache das Beste daraus, was ich kann. Für euch in Finnland vor Ort. Bis dann, euer Micha. Ciao, ciao.